Das Thema in dem jetzigen Video soll Medikamente im Zusammenhang mit Sexualität und Neurodermitis sein. Ich möchte erstmal vorwegstellen, dass ich die systemischen Medikamente, also die man oral oder subkutan einnimmt, hier in den Vordergrund stellen werde und nicht die Salben und Cremes und Lotionen, alles was äußerlich aufgetragen wird. Das würde ich eher in den Hintergrund stellen. Jetzt habe ich also die systemischen Medikamente in den Fokus genommen, weil es gibt bei jedem Medikament, was wirkt, eben auch Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung zu definieren ist aber gar nicht so einfach. Also wann ist man sich überhaupt sicher, dass irgendwas, was man an sich bemerkt, was man nicht haben möchte, denn eine Nebenwirkung darstellt? Ich möchte also dafür ein paar Kriterien nennen. Wichtig, um ganz sicher zu sein, dass irgendetwas eine Nebenwirkung ist, dass es erst das Medikament und dann die Nebenwirkung kommt, also dass es einen zeitlichen Zusammenhang mit der Einnahme geben muss, weil wenn das Problem schon da war und das Medikament erst später, dann kann es daran nicht gelegen haben. Das Zweite ist, dass wenn man die Dosis steigert des Medikaments und die Nebenwirkung dann schlimmer wird, kann man auch schon einen Zusammenhang erahnen. Drittens, dass wenn also man das Medikament absetzt, die Nebenwirkung weggeht und man das Medikament ansetzt und die Nebenwirkung wieder kommt, kann man auch sagen, das könnte vom Medikament kommen. Um ganz zweifelsfrei sicher zu sein, muss es auch biologisch irgendwie Sinn machen, dass das von dem Medikament herrührt, also dass es einen Mechanismus gibt, der das im Körper überhaupt machen könnte. Und es wird auch gefordert, dass keine andere Erklärung irgendwie wahrscheinlicher ist, weil wenn was zeitgleich auftritt, es kann immer noch ein Zufall sein und etwas anderes viel wichtigeren Einfluss darauf haben. Oftmals können wir das gar nicht so genau unterscheiden, aber es gibt eine Medikamentengruppe, die ich hier besonders ansprechen möchte, die auf jeden Fall sexuelle Nebenwirkungen auslösen kann. Und zwar sind es die systemischen Cortisonpräparate, Prednisolonpräparate. Wenn man die über einen längeren Zeitraum einnimmt, regelmäßig in einer höheren Dosis, also nicht nur in einer niedrigen Dosis, dann kommt es schon häufiger zu sexuellen Nebenwirkungen. Da ist zum Beispiel vor allem, dass die auch Depressionen oder depressive Zustände machen können und dadurch auch die Libido vermindert wird, also das sexuelle Verlangen, die Appetenz kann reduziert sein. Das weitere Problem kann sein, dass natürlich die Gewichtszunahme das Körperbild verändert und auch das, wie Berührung empfunden wird, sich verändern kann. Durch Folgeprobleme, zum Beispiel ein Diabetes, der entsteht, können auch Nervenschädigungen auftreten, aber das ist sozusagen die Folgewirkung von der Folgewirkung. Und auch über die Knochenbrüchigkeit, also die Osteoporose, kann es natürlich durch orthopädische Probleme zu sexuellen Schwierigkeiten dann kommen. Und auch bei Cortisonpräparaten kann es manchmal zu psychotischen Veränderungen kommen, so dass man also Halluzinationen hat oder Wahnvorstellungen. Auch das ist nicht hilfreich für eine gute Beziehung und eine gute Sexualität. Dann gibt es ein weiteres Medikament, Cyclosporin. Da ist beschrieben, dass es eine vermehrte Körperbehaarung machen kann. Auch das kann natürlich Auswirkungen aufs Körperbild haben. Insgesamt ist aber eher die Erfahrung in der Praxis, dass Patienten, die profitieren, also wo das Medikament gut anschlägt und die Haut sich bessert, dass das eher einen guten Einfluss auf die Sexualität hat. Wenn ihr also vermutet, eine sexuelle Nebenwirkung durch ein Medikament zu haben, dann besprecht es lieber mit eurer Ärztin, eurem Arzt, statt einfach abzusetzen. Es lässt sich immer ziemlich sicher eine Alternative finden, die besser passt, um das Problem zu vermeiden. Ich will noch einen ganz kurzen Satz zu Psychopharmaka sagen. Auch hier, also Psychopharmaka gibt es viele, die mögliche sexuelle Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel die Gruppe der Antidepressiva oder die Medikamente, die auf psychotische Symptome wirken. Aber oftmals gibt es eine gute Alternative oder man kann das Präparat eben wechseln oder durch die Besserung der psychischen Situation kann es auch zu einer besseren Kommunikation und Beziehung und Sexualität eben kommen. Genau, ich möchte noch einmal Hydroxyzin ansprechen. Das ist ja ein Medikament gegen Juckreiz. Hier wird eine Erektionsstörung berichtet, aber dadurch, dass man das nicht als Dauereinnahme macht, ist es eher im Bedarfsfall, dass die Erektionsstörung also auftritt, wenn man das Medikament nimmt und das ist aber auch dann reversibel. Genau, ich möchte damit das Video schließen und ich nochmal mit der dringenden Bitte, sprecht mit eurer Ärztin und eurem Arzt über sexuelle Schwierigkeiten. Es gibt immer jemanden, der euch helfen kann. Gynäkologen, Urologen, Hausärzte, Dermatologen und natürlich auch SexualmedizinerInnen.